Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute in dem Video soll es um den Paladin in Bezug auf den Krieger gehen. Ja, hat der Paladin jetzt dafür gesorgt, dass der Krieger sehr viel unbeliebter geworden ist, als er es schon ist, sag ich mal. Denn wenn man sich die letzten vergangenen Server-Starts mal anschaut, wo wir sehr gerne mal reingucken können in die Statistiken, dann sieht man bereits da schon, dass der Krieger deutlich abgenommen hatte vom Trend her, sage ich mal, und der schon relativ unbeliebt gewesen ist bei den Spielern. Wir haben hier, gut, das ist natürlich EU17, das ist ja klar. Hier hatte der Krieger eine 2,87%ige Pick-Rate. Das ist aber natürlich logisch, weil wir hier auch auf dem Paladin-Server sind. Aber auch bei den letzten Server-Starts, wenn man sich das Ganze mal hier reinzieht, war jetzt der Krieger eher, sag ich mal, auf dem Hintertreppchen gewesen. Ja, hier sehen wir übrigens auch schon ein paar Paladine, die auf dem letzten Server auch schon davor gestartet haben, beziehungsweise auf EU15. Ne? Er ist auf jeden Fall immer konstant hinten, sag ich mal. Der Krieger ist nicht mehr so wie früher, dass Leute die Klasse irgendwie, was weiß ich, so gerne spielen, diese OG-Klassen generell. Es ist komisch. Von den 3 OG-Klassen ist halt der Krieger so und der Kundschafter die Klassen, die zum Serverstart eher weniger gespielt werden. Magier komischerweise hat immer noch einen sehr hohen Beliebtheitsgrad innerhalb der Community, aber der Krieger ist von den 3 OG-Klassen die Klasse, die mit am schlechtesten performt hat, bevor der Paladin schon rausgekommen ist. Jetzt haben wir das Problem, dass wir eine zweite Schildklasse haben, neben dem Krieger, und das ist halt eben jetzt, wie gesagt, der Paladin. Und meine Frage ist jetzt, und da könnt ihr mir sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr das Ganze seht. Hat der Paladin jetzt dafür gesorgt, dass der Krieger jetzt so gut wie gar nicht mehr gespielt wird, beziehungsweise ist das irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Problem für die OG-Klasse? Denn auf der einen Seite kann ich verstehen, dass der Paladin gekommen ist, weil der Paladin einen sehr hohen Beliebtheitsgrad hat in allen RPG-Spielen, ne? Nicht nur in SF, sondern auch in vielen anderen Games so. Und dahingehend war der Paladin schon sehr beliebt. Es hat sowieso mal eine zweite Schildklasse, meiner Meinung nach, in dem Game gefehlt, weil das war bisher immer nur der Krieger gewesen, der ein Schild dabei hatte. Und deswegen finde ich, dass der Paladin an sich gekommen ist, finde ich persönlich erstmal gar nicht verkehrt. So, weil es ist eine geile Klasse an sich, sie macht Spaß, sie macht Bock und sie hat neben dem Blocken als Fähigkeit halt eben auch noch on top 2 extra Fähigkeiten, und zwar sich zu healen oder halt eben mehr Damage zu machen, je nachdem in welchem Modus du dich gerade befindest. Und der Krieger kann halt eben einfach nur blocken oder halt nicht. Und das war's. Und das hat halt eben jetzt dafür gesorgt, dass wenn neue Spieler in das Game hereinkommen und sich so die Auswahl sehen und sich so anschauen, welche Klasse nehme ich denn so? Wir haben hier einen Krieger, wir haben ja aber auch einen Paladin so. Ne? Und wenn man jetzt nur einmal so zwischen den beiden Klassen vergleicht, der erste Blick, welche Klasse einen mehr anspricht, ich würde mal sagen, dass es wahrscheinlich schon eher der Paladin ist für tendenziell neue Spieler da draußen so. Ne? Und ich kann das auch verstehen, weil es ist natürlich auch eine Klasse, die deutlich attraktiver ist vom Skillset her als der Krieger, weil der Paladin nochmal umfangreicher ist. So, wo sind die Vor- und Nachteile bei den beiden Klassen? Und sollte man überhaupt einen Krieger noch spielen oder sollte man immer nur den Paladin bevorzugen? So, ne? Nimmt der Paladin jetzt den Krieger quasi den Rang weg? Gut, das kann man, die These kann man aufstellen. Man kann sie auch fast zu 100% unterschreiben, dass es so wäre. Allerdings gibt es natürlich auch zwischen dem Paladin und dem Krieger auch noch Unterschiede. Und zwar hat der Paladin generell
der Paladin ist generell eher defensiver, er hat mehr Leben an sich so, er macht aber weniger Grundschaden als der Krieger. Der Krieger macht vom Grundschaden mehr erstmal als der Paladin. Das heißt, dass er ohne Fähigkeiten stärker ist als der Paladin. Allerdings ist der Paladin eben eine Klasse, die auf seine Fähigkeiten angewiesen ist und sich dadurch halt eben mehr oder weniger abhängig macht gegenüber dem Krieger, der halt eben nur blocken kann, so mit seinem Schild. Und das hat in bestimmten Bereichen eben Vor- oder Nachteile. Zum Beispiel ist halt der Krieger ist ja sowieso, diese ganzen defensiven Klassen, das sind ja sowieso alles keine Klassen, die wirklich gut in den Dungeons performen. Ja? Deswegen sind die ja auch relativ unbeliebt, auch der Krieger ist relativ unbeliebt für Serverstarts, weil die Klasse halt eben nicht so schnell durchrushen kann in den Dungeons, beziehungsweise man braucht viel mehr Pilzaufwand, um halt mit anderen Klassen gleich auf zu sein, weil der Krieger es halt eben deutlich schwieriger hat. Ja? Und es gibt aber einen Vorteil, wo der Krieger besser performt als der Paladin, und das ist halt eben in den Dungeons explizit bei den Magiern. Ja, also bei den Magiern hat der Krieger an sich halt wirklich einen Vorteil, weil der Magier, der schaltet halt die Fähigkeit zu blocken vom Krieger und vom Paladin auf beiden Seiten aus. Nur schaltet er beim Paladin halt eben auch noch die Fähigkeit aus, sich zu healen oder mehr Schaden zu machen. Und dann kommt es eben halt einfach nur noch auf die Grundwerte an. Und da ist halt, wie gesagt, der Krieger eben stärker. Das heißt, gegen Magier explizit wäre der Krieger sogar besser als der Paladin. Aber in vielen anderen Bereichen ist halt der Paladin vielleicht hier und da wieder ein bisschen stärker, weil er halt eben noch gewisse andere Random-Aspekte mit in die Dungeon-Fights bringt. Zum Beispiel mehr Schaden machen oder sich wieder healen. Und das kann halt der Krieger wiederum nicht. Ne? Und das durch diese Fähigkeiten alleine macht es dem Paladin das halt eben wieder ein bisschen leichter vielleicht in den Dungeons zu performen als eventuell ein Krieger. Aber gegen explizit die Magier ist der Krieger halt eben einfach stärker. Und dadurch, dass der Paladin halt eben von Grundschaden her schwächer ist als der Krieger, hat er es halt eben noch schwieriger, ihn mit weniger Schaden zu besiegen, als der Krieger es schon schwer hat gegen den Magier. Also das ist das Einzige, wo ich als Krieger einen Vorteil sehen würde gegenüber dem Paladin. Ansonsten ist man mit dem Pala wirklich trotzdem sehr, sehr, sehr gut aufgestellt, muss man sagen. Dadurch, dass der Paladin aber auch mehr Leben hat als der Krieger, macht es für den ist der Paladin wiederum wieder ein bisschen anfälliger für Battle Mages, weil die Battle Mages, die sind halt eben, ja, mit ihrem arkanen Kometen darauf erpicht, prozentual viel Damage zu machen vom Leben des Gegners. So, das kommt halt auf das Leben des Gegners an. Kann ich euch ja sehr gerne mal zeigen. Hier hatte ich ja in einer der letzten Folgen, wo wir den Battle Mage gezeigt haben, auch präsentiert. Der hat halt jetzt hier eine neue Spalte mit dem Paladin, dass der halt eben ja sowohl gegen Krieger als auch gegen Paladine, ne, macht er halt gegen beide Klassen maximal bis zu 33% Schaden. Also hat es in dem Sinne jetzt nicht wirklich einen Vorteil, sage ich mal, weil er macht ja auch zum Beispiel gegen Baden 33% Schaden, nur halt weniger Leben, ne? Oder weniger Leben zieht er ab, weil die Klassen generell weniger Leben haben. So, er zieht halt gegen den Paladin mehr Leben ab, in dem Sinne, weil der Paladin auch mehr Leben natürlich prozentual hat als jetzt zum Beispiel die anderen Klassen, aber trotzdem nicht mehr als 33%. Also richtig als Vorteil kann man das auch nicht gelten lassen. Allerdings macht der Arkane Komet halt eben, ja, zieht eher prozentual, oder nicht prozentual, sondern generell mehr Leben ab, als halt eben gegen Krieger. So, ne? Ansonsten, ja, weiß ich nicht, ist es auf jeden Fall ziemlich schwierig, wenn jetzt neue Leute ins Game kommen und ja, nach der Meinung fragen, ey, welche Klasse würdest du empfehlen? Den Paladin oder den Krieger? Ja, und ihr wisst ja selbst, dass ich auch den Krieger spiele auf W50 und den Krieger auch sehr mag und die Klasse auch sehr, sehr cool finde. Es ist halt einer der 3 alten OG-Klassen, die generell noch am meisten gespielt werden. Das liegt halt aber auch eben daran, dass Krieger, Magier und Kundschafter lange Zeit die einzigen Klassen gewesen sind. Das ist der einzige Vorteil statistisch gesehen, dass diese Klassen halt eben noch momentan gerade besser performen als die alten Klassen, dass die alten Klassen besser performen als die neuen Klassen.
liegt halt aber, wie gesagt, eben an dieser ziemlich großen Zeitspanne zwischen den einzelnen Klassen, wann die halt so erschienen sind. Und ja, ihr habt ja gesehen, bei den neueren Servern ist es jetzt mittlerweile ja so, dass die alten Klassen ziemlich fett abstinken. So, wenn man jetzt mal aber generell guckt, haben wir Magier, Krieger und Kundschafter als die 3 OG-Klassen, die prozentual auf allen Welten am meisten gespielt werden. So, ne? Es kommt natürlich, wie gesagt, immer darauf an, wann welche Klasse auch released worden ist. Ansonsten sehen wir ja, der Paladin dominiert auf den neuen Servern, beziehungsweise auf alten Servern auch schon, hat es aber jetzt halt eben insgesamt noch ein bisschen schwer, sich erstmal hier hochzukämpfen, was die ja, Ehrenhalle beziehungsweise was die Rangliste der einzelnen Klassen hier angeht. Deswegen kann man das so an sich eher schlecht vergleichen hier. Der Nekromant hat zum Beispiel als neuere Klasse schon den Baden überholt. Was ich auch sehr interessant finde. Der Bade ist halt eben auch eine Klasse, die relativ gut abstinkt, sag ich mal. Auch relativ unbeliebt so. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass einer der neuen Klassen das mal so, weiß ich nicht, so schaffen wird, großartig einer der OG-Klassen abzulösen. Wir haben hier neue Klassen mit den Druiden und Bersi schon, die bald den Kundi ablösen könnten. Aber der Druide, finde ich, ist halt auf neuen Serverstarts auch eher rückläufig. Der Bersi könnte es noch schaffen, einigermaßen irgendwann den Kundi zu überholen, aber dann wird es auch wirklich schwierig so. Ne? Magier generell mit einer der beliebtesten Klassen. Ja, schlussendlich unterm Strich, was bleibt zu sagen? Was kann man so als Empfehlung geben? Also ich persönlich muss sagen, ich bin halt ehrlicherweise ein Freund der alten Klassen. Ich finde, die bekommen halt, vor allen Dingen der Krieger, bekommt viel zu wenig Liebe. Es macht es aber auch nicht besser, dass der Paladin jetzt mit der neuen Schildklasse, als neue Schildklasse, das jetzt irgendwie den Ruf des Kriegers jetzt verbessert oder so. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Kriegerklasse dadurch noch mehr abgelöst wird durch den Paladin, weil wie gesagt, man vergleicht jetzt halt eben, wie es damals mit dem Kundschafter und den Assassinen ist, wie man die vergleicht, ist es jetzt halt mit dem Pala und dem Krieger. Man wägt halt ab und wenn ich jetzt persönlich eine neue Langzeitklasse spielen würde, dann würde ich mich wohl höchstwahrscheinlich auch für den Paladin, denke ich mal, entscheiden, weil er halt einfach ein bisschen abwechslungsreicher ist als der Krieger. Ich hatte ja vorher schon so die Vor- und Nachteile so ein bisschen aufgeleuchtet, was die beiden Klassen so mit sich bringen, aber es gibt halt eben nicht viele Nachteile halt, was der Paladin so hat und deswegen macht es für mich das tatsächlich ein bisschen interessanter, den Paladin auch zukünftig zu wählen. Heißt aber nicht, dass ich dadurch den Krieger jetzt wirklich schlechter finde als den Paladin. Ja, das muss man dazu auch sagen. Beide Klassen haben so ihre Daseinsberechtigung, aber ich persönlich glaube, dass der Trend in Zukunft dann wirklich eher dazu geht, dass der Krieger noch weiter ins Hinterlicht gerückt wird und der Paladin dafür dann weiter an Beliebtheit noch gewinnt innerhalb der Community, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Ja, weil wenn man auch eine Tankklasse spielen möchte, beziehungsweise der Grund, warum ich eine Tankklasse spielen wollte, ist halt eben einfach so schön viel Leben zu stacken, wie es halt geht. Das ist halt geil so als Krieger oder so. Ne? Auch auf meinem Battlemage feiere ich das sehr. Richtig schön viel Leben auch zu haben, so richtig schön tanky zu sein. Und wenn man so eine Tankklasse spielt, dann halt richtig. So, und der Paladin ist halt mit die tankigste Klasse in dem ganzen Game. Und deswegen würde meine Wahl eben auch hier drauf fallen. Ne? Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr da eine ähnliche Meinung wie ich oder habt ihr da vielleicht nochmal andere Ansichten? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare. Das soll es aber erstmal soweit zu dem Video heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.